Heute geht es um die Frage, wie schaffe ich es, beim Malen meinen Kopf auszuschalten? Ja, diese Frage höre ich sehr oft und in meinen Video-Workshops und auch in meinen Live-Workshops ist es mir ein großes Anliegen, die Menschen in einen kreativen Fluss zu bringen, wo der Kopf Ruhe gibt, ja, und wo die Kreativität ganz ungehindert fließen kann. Und in diesem Video möchte ich heute ein paar Tipps verraten, wie wir es ganz spielerisch schaffen, den Kopf gezielt auszuschalten. Ist schwer zu sagen, weil der hat ja keinen An-Aus-Schalter, aber wie wir es schaffen, den Kopf ein Stück auszutricksen oder abzulenken oder einfach mit anderen Dingen zu beschäftigen, sodass wir ungehindert kreativ sein können. Erstens Bewegung. Ja, bringen wir körperliche Bewegungen mit in den kreativen Malprozess ein. Das kann im Kleinen wie im Großen geschehen. Ja, wir können vor einer großen Wand stehen mit einem sehr großen Blatt Papier, uns eine schöne Musik anmachen und dann im Rhythmus dieser Musik uns bewegen und dann malen. Es wird uns ziemlich leicht fallen, die Farben aufs Papier zu bringen. Wenn wir aber im kleineren Format arbeiten und auch am Tisch sitzen oder auch einfach in einem kleinen Kritzelbuch arbeiten und unterwegs sind, dann hilft es, wenn wir trotzdem körperliche Bewegung mit einbringen, und zwar im Kleinen. Wir können zum Beispiel mit beiden Füßen abwechselnd tippen. Wir heben immer abwechselnd den linken und den rechten Fuß an, also die Zehen. Ja. Vielleicht hört ihr das Geräusch. Und auf diese Weise sind wir damit beschäftigt, eine bestimmte Bewegung auszuführen. Und wenn wir nebenbei dann auch noch malen, ja, also linker Fuß, rechter Fuß im Wechsel, die können gern auch einen Rhythmus, einen stabilen Rhythmus erschaffen. Und dann sind wir mit unserem Pinsel auf dem Blatt Papier unterwegs. Da sind wir dann schon ausgelastet. Ja, wir haben gut damit zu tun, auch unser Kopf hat gut damit zu tun, dass während wir malen, unsere Füße im Wechsel den Boden verlassen. Ja? Oder ihr könnt auch, das ist eine Alternative, wenn euch das nervt mit dem Geräusch oder zu anstrengend ist, immer einen Fuß mal kreisen für eine Weile. Ja? Also ihr kreist unter dem Tisch mit dem linken Fuß und währenddessen macht ihr auf dem Papier weiter und dann setzt ihr den Fuß wieder auf den Boden und kreist mit dem rechten Fuß weiter. Ja? Oder während ihr mit einer Hand malt, nehmt ihr einfach die andere und gebt der anderen Hand eine Aufgabe, wie zum Beispiel, drehe diesen Stift. Ja, also lasst diesen Stift kreisen. Die ganze Zeit. Ja, während wir mit der anderen Hand auf dem Papier unseren Impulsen folgen. Und so hat unser Kopf gar nicht so viele Kapazitäten frei. Also er ist damit beschäftigt, dass wir diesen Stift kreisen lassen und wir können relativ in Ruhe oder sagen wir verhältnismäßig in Ruhe auf dem Papier walten. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch Sachen wie Schultern kreisen während des Malens mit einbringen. Ihr könnt den Kopf mal nach links, mal nach rechts drehen. Ja, da könnt ihr natürlich nicht so gut aufs Papier schauen, aber das ist ja möglicherweise auch mal nicht verkehrt. Ihr könnt die Schultern abwechselnd anheben, ja, während ihr malt. Und dann merkt ihr automatisch, dass ihr auf dem Papier gar nicht mehr so akkurat unterwegs sein könnt. Ihr lasst automatisch oder gezwungenermaßen ein Stück los, weil ihr euch auf die Schultern konzentriert. Und euer Kopf hat weniger Kapazitäten, darüber nachzudenken, ob ihr das alles auch richtig macht. Zweitens, summen oder singen. Und zwar intuitiv. Ja. Es geht nicht darum, dass wir ein Lied singen, genauso wenig wie es darum geht, ein schönes Bild zu malen beim intuitiven Malen, sondern wir kombinieren hierbei den intuitiven Gesang
oder das intuitive Tönen mit dem intuitiven Malen. Und auch hier geht es nicht darum, irgendetwas schön zu machen oder gar zu ernsthaft, ja, zu betrachten, sondern ich schlage vor, damit die Sache etwas lockerer wird und damit die Farben leichter aufs Papier fließen können, ein heilsames Maß an Blödsinn mit einzubringen. Also, dass wir das alles nicht ganz so ernsthaft betreiben, eher fast etwas spielerisch scherzhaft. Ich mag das dann ganz gerne zu singen, wie ein Kind das malt. Ja. Also, hier können wir eine Farbe aufnehmen, ja, die uns gerade ruft. Und dann singen wir diese Farbe aufs Papier oder wir tragen sie singend, summend aufs Papier auf. Und am schönsten ist es, wenn ich euch dazu einladen darf, falsch zu singen. Ja? Versucht nicht schön zu singen und gut dabei auszusehen und auch spirituell und seriös dabei auszusehen. Das führt alles nur zu noch mehr Verkrampfung im kreativen Prozess. Lasst uns eher sagen, lasst uns falsch singen und vielleicht sogar ein bisschen albern dabei aussehen. Ja, umso bereichernder ist das für einen freien, unbeschwerten, kreativen Malprozess. Ihr könnt gerne euer Malinstrument, wenn ihr vielleicht auch einen Stift habt, als Rhythmusinstrument nehmen und dann dazu freie Melodien erfinden. Ja, also das ist eher etwas, was wir tun können, wenn wir alleine sind. Es sei denn, wir sind sehr vertraut mit denen, die uns umgeben. Dann ist es ja vielleicht auch bereichernd für alle Anwesenden. Und es gibt noch eine Variation von dieser Herangehensweise, und zwar das Geschichtensingen. Vielleicht kennt ihr das, wenn Kinder kreativ sind, auch wenn sie ganz versunken sind in ihr Spiel, dann erzählen sie manchmal, was sie tun. Oder manche Kinder singen das auch. Und auch hier gilt dann wieder, nicht schön, sondern frei. So kann das zum Beispiel aussehen. Ich nehme jetzt Blau. Blau macht eine lange Linie. Eine Linie, von der ich überhaupt nicht weiß, wo sie hingeht. Und sie geht auch durch die rote Fläche und kurz mal ins Wasserglas. Und dann zeichnet sie einen Kringel, die blaue Linie, und küsst den türkisen Strich auf meinem Papier. Und weil Blau die ganze Zeit langweilig ist, nehme ich den blauen Stift in die andere Hand und male Gelb noch mit dem Pinsel aufs Papier. Und das Gelb kommt da oben in die Ecke, so wie die Sonne. Und dann bringe ich noch den orangenen Stift mit, kurz ins Wasser. Und der orangene Stift bewegt sich jetzt wie ein Wirbelwind auf die gelbe Fläche zu. Ja, also wenn ihr das auf diese Weise macht, dann werdet ihr merken, ihr habt überhaupt keinen Platz im Kopf für was anderes. Da ist null Raum für Gedanken wie,
das sieht nicht gut aus oder ich weiß nicht, was ich machen soll oder sollte ich vielleicht lieber was anderes machen. Ja, geht nicht, weil wir ganz damit beschäftigt sind, das, was wir gerade erleben, zu verbalisieren. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass unser Kopf viel über Worte kommuniziert mit uns. Ja, wir können zwar auch in Bildern denken oder wir können Symbole erdenken, aber ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug von unserem Verstand, das sind Worte. Und wenn wir unseren Verstand mit Worten beschäftigen, ja, wie zum Beispiel damit, dass wir die Geschichte singen, ja, die Geschichte unseres Bildes oder die Entstehung unseres Bildes wird direkt mitgesungen, dann sind wir ganz dabei. Unser Kopf ist ausgelastet, unser Verstand ist damit beschäftigt, die Geschichte der Bildentstehung zu singen. Und er hat keinen Raum für zusätzliche Kommentare dazu, die nicht hilfreich sind. Und da sind wir auch schon beim nächsten Tipp, Nummer 3. Kauderwelsch sprechen während des Malens oder auch vorher als Einstimmung. Ja, ich liebe Kauderwelsch. Das ist so ein wertvolles Werkzeug. Vielleicht habt ihr es auch schon ausprobiert, vielleicht kennt ihr es. Wir können das auf jeden Fall vorher schon mal anwenden als Einstimmung. Und es hilft natürlich nicht nur beim intuitiven Malen, sondern auch beim intuitiven Tanzen oder Singen oder intuitiven Schreiben. Und es geht einfach darum, Silben oder ausgedachte Worte aneinander zu reihen, die keinen Sinn ergeben. Ja, also eine Spontansprache aus dem Moment heraus. Und die hebelt unsere Denkprozesse in diesem Moment total aus. Also wenn ihr irgendwann mal in einer Situation seid, wo ihr euch im Kreis dreht im Kopf, ja, wo ihr immer wieder die gleichen Gedanken denkt und es macht euch fast verrückt, dann empfehle ich Kauderwelsch. Das unterbricht die Gedankenschleifen sehr, sehr wirkungsvoll. Hier eine Portion Kauderwelsch von mir. Ewa chakatawa samitikala tuo e anada awa. Wukita sana tiu wa rukita pe wa achatana seu wakatatulu. Wakita. Saanita pawak cheteo sunaba. Wuk tacheo chao wuk ana. Akache sunaba wuti takada wuko mea. Avuru kunada. Sa. Wachika chuk. Chini wateo. Wure atano. Akatatu. Suwatitenawa. Yo harakupone pat. Chidukupus. Ayawat sadado. Yo sanawakut tena. Tja. Prinzip klar? Ja. Also wenn wir Kauderwelsch sprechen, ist Ruhe hier oben. Und wenn ihr das während des Malens macht, ja, dann funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Wenn ihr Freunde des Rhythmus seid, gibt es noch eine Abwandlung der Kauderwelschsprache. Ihr könnt in der Kauderwelschsprache singen, ihr könnt aber auch eine rhythmische Kauderwelschsprache sprechen. Und hier könnt ihr auch euer Malwerkzeug wieder als Rhythmusinstrument mit benutzen. Unekata chika wakatana asatiwa, chuni wakateko atakane tatasiwa, wo cheketana sari raka wakatena a, cho rakitane sao wakadaka enata, shu raka sunita wakateke enota, chu raka sunita waka akachenota. Funktioniert vielleicht sogar mit dem Stift etwas besser. Chu rakateno sawakataka eno. Churakateno, saurakateno, chutisini waketa, waktakatino, wakatikitunu, raketeko cha, raktakitunu, staktakatu. Und wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, könnt ihr euch aus der Kauderwelschsprache so langsam in die
wie könnten wir es nennen? Ich glaube, man nennt das Vocation oder sogar bis hin zum Beatboxen bewegen, ja, so dass ihr noch rhythmischer arbeitet und das auch wieder kombiniert mit eurem Farbauftrag. Für mich funktioniert das ganz wunderbar. Es ist wie mit den Trommeln. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr intuitiv trommelt, dann ist der Kopf frei. Ja, dann seid ihr ganz beim Trommeln, ganz der Rhythmus. Ja. Und dann ist für Gequacker hier oben kein Raum. Und das Gleiche ist auf dem Papier möglich, während wir malen. Ja. Also das waren heute mal ein paar etwas andere Tipps von mir dazu, wie wir den Kopf beim Malen freikriegen können. Nach meiner Erfahrung funktionieren alle diese Sachen wunderbar. Wichtig ist hierbei, dass wir zulassen, auch ein Stück sonderbar auszusehen. Ja, dass wir uns vielleicht nicht ganz so ernsthaft fühlen und benehmen in diesem Moment, ja, dass wir bereit sind dafür zugunsten eines freien und unbeschwerten Malerlebnisses. Ihr könnt es auch jederzeit, wenn ihr in einem Malprozess merkt, es wird gerade angespannt, es wird schwierig, es wird enger, ja, da könnt ihr diese Herangehensweisen einfach mal mit einweben. Gerne auch ohne währenddessen zu malen, ja, wenn es ein sehr filigranes Werk ist, ist das ja vielleicht zu überlegen. Aber wenn ihr einfach mal raus wollt, ja, aus diesem verengten, zu sehr wollen im Malprozess, helfen diese Herangehensweisen sehr. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Vielleicht habt ihr ja Lust, das mal auszuprobieren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie das für euch funktioniert hat. Und auch, ob ihr noch ein paar andere Ideen habt, ja, was helfen kann, den Kopf beim Malen freizukriegen. Habt eine gute Zeit und viel Freude beim Kreativsein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!